Vor 66 Millionen Jahren weidete ein junger Sauropode an einem Flussufer in der Nähe der heutigen Halbinsel Yucatan an Schachtelhalmpflanzen. Die Erde war damals ein tropischer Planet. Gigantische und winzige Dinosaurier durchstreiften das Land, während Reptilien und Ammoniten mit Tentakeln die Meere bevölkerten. Doch plötzlich sollte sich alles ändern. Ein etwa 12 Kilometer breiter Asteroid raste mit einer Geschwindigkeit von knapp 20 Kilometern pro Sekunde auf die Erde zu. Aus der Sicht des Sauropoden gab es keine Anzeichen für eine drohende Gefahr. Der Asteroid durchbrach die Erdatmosphäre in Sekundenschnelle und schlug in den unter Wasser liegenden Kontinentalsockel von Yucatan ein. Beim Aufprall explodierte er und hinterließ ein 100 Kilometer breites Loch, wobei Sediment und Kristallgestein ausgeworfen wurden. Binnen Minuten begann der Einschlagkrater, der heute als Chicxulub bekannt ist, in sich zusammenzufallen. Dabei wurde der Boden rund 20 Kilometer in die Höhe geschleudert, fiel dann wieder herab und schob sich nach außen, wodurch ein Gebirgsring entstand. Die durch den Asteroideneinschlag freigesetzte Energie wird auf das Milliardenfache einer Atombombe geschätzt. Die Wucht des Einschlags erzeugte seismische Wellen, die den Planeten stärker erschütterten, als es je ein Erdbeben an einer tektonischen Verwerfung könnte. Es kam zu massiven Erdrutschen. Aus dem neu entstandenen Krater schoss ein Tsunami, der möglicherweise eine Höhe von 1500 Metern erreichte. Unzählige Tiere und Pflanzen wurden ausgelöscht, viele davon umgehend. Alles Leben im Umkreis von 1500 Kilometern wurde verbrannt. Andere kurz darauf durch gewaltige Wellen, Erdrutsche und orkanartige Winde. Viele Organismen auf der ganzen Welt überlebten allerdings. Die Auswirkungen waren jedoch das, was für viele Arten das Aus bedeutete, darunter fast alle Dinosaurier. Dies war nur der Anfang einer der verheerendsten Perioden in der Geschichte des Lebens auf der Erde. Als der Asteroid einschlug, schleuderte er hunderte Gigatonnen kohlendioxidreichen Kalksteins und schwefelgesättigte Sedimente in die Atmosphäre. Der Schwefel bildete zusammen mit Wasserdampf Sulfaterosole. Diese Wolke aus Kalksteinstaub, Ruß und Sulfaterosolen breitete sich mit mehreren Kilometern pro Sekunde von der Einschlagstelle aus und verhüllte den Globus innerhalb weniger Stunden. Es wird angenommen, dass sie die Sonne verdunkelte, die Erde in Dunkelheit hüllte und die Temperatur vielerorts um mindestens 25 Grad Celsius fallen ließ. Der unmittelbare Einschlag des Asteroiden war verheerend, aber es scheint, dass es der durch ihn ausgelöste rapide Klimawandel war, der die rund 165 Millionen Jahre währende Herrschaft der Dinosaurier beendete. Pflanzen und Plankton starben schnell ab und führten weltweit zum Zusammenbruch der Nahrungsketten. Schätzungsweise 75% des Lebens auf der Erde starb aus, darunter fast alle Dinosaurier. Nur kleine Vögel blieben übrig, vermutlich weil sie sich von widerstandsfähigen Samen ernährten, die die Katastrophe überstanden. Es ist unklar, warum genau die Lebensformen, die nicht ausstarben, die Folgen überlebten. Viele kleinere Organismen wie Insekten bestanden fort, ebenso wie frühe Säugetiere, wohl aufgrund ihrer Fähigkeit, sich einzugraben und Winterschlaf zu halten. Und auch photosynthetische Lebensformen wie Algen, die lichtarme Bedingungen aushalten konnten, existierten weiter. Die in aller Welt verstreuten Spuren des Asteroiden und die Narbe des Chicxulub-Kraters zeugen von dieser Zeit monumentaler Zerstörung. Wie hoch ist also die Wahrscheinlichkeit eines weiteren solchen Ereignisses? Weltraumprogramme identifizieren und verfolgen erdnahe Asteroiden permanent. Glücklicherweise dürfte die Wahrscheinlichkeit eines ähnlich großen und verheerenden Einschlags in den nächsten 1000 Jahren äußerst gering sein. Sie liegt bei etwa 7 zu 1 Million. Allerdings sind wir bereits mit den Folgen einer anderen Art des rapiden Klimawandels konfrontiert, diesmal aufgrund der Emissionen der Menschheit. Tiere sterben schneller aus als je zuvor in unserer Geschichte und Menschen werden aus ihrer Heimat vertrieben. Aber im Gegensatz zu den Dinosauriern haben wir die Möglichkeit, die großflächige Zerstörung zu verhindern, die eintreten wird, falls die Regierungen den Status quo beibehalten.
Wir haben die Mittel und das Wissen, um die Welt zu retten. Aber was kommt als nächstes? Unter ed.ted.com/earthschool findest du eine Roadmap, der du folgen kannst, und konkrete Maßnahmen, mit denen du etwas bewirken kannst.